Mein Name ist Sebastian. Ich studiere Psychologie in Ulm und ich werde in diesem Video das Thema Corona komplett in seine Einzelteile zerlegen. Und ich fordere dich hiermit heraus zu einer Wette. Ich wette mit dir, dass du es nicht schaffen wirst, dieses Video bis zum Ende anzuschauen, ohne am Ende der Meinung zu sein, dass die Maßnahmen, der Lockdown und die Kontaktsperren zu keinem Zeitpunkt gerechtfertigt waren. Und ich sage das nicht, weil ich der Herr der Wahrheit bin oder mich für unfehlbar halte. Aber ich habe mich die letzten Wochen und Monate intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und habe mir für dieses Video die allergrößte Mühe gegeben, so klar und präzise wie möglich zu argumentieren. Du findest alle Quellen in der Beschreibung. Wenn du mit irgendwas, was ich hier sage, nicht einverstanden bist, ist es ausdrücklich von mir erwünscht, Videoantworten zu machen, zu kommentieren oder mir zu schreiben. Ich stelle jede meiner Aussagen zur Diskussion. Aber jetzt lass uns loslegen. Zunächst mal ist es wichtig, ein paar grundlegende Fakten zu kennen. Erstens, Viren verändern sich ständig. Jedes Jahr gibt es neue Viren. Zweitens, Coronaviren sind seit Jahren bekannt. Diese Grafik zeigt die Aktivität verschiedener Virustypen im Jahresverlauf. Die Coronaviren haben ihre Saison üblicherweise von Dezember bis April. Und Fakt Nummer 3, wir sehen jeden Winter eine erhöhte Aktivität sogenannter akuter Atemwegserkrankungen, im Volksmund Grippe genannt, die zu einer erhöhten Sterblichkeit führt. Und zu den Viren, die diese akuten Atemwegserkrankungen verursachen, haben auch immer schon die Coronaviren gehört. Das ist die Sterbestatistik in Deutschland. Die oberen Linien sind die pro Tag Verstorbenen über 65 der letzten Jahre und das sind die Grippewellen. Diese Grafik zeigt die gemeldeten Fälle von akuten Atemwegserkrankungen im Jahresverlauf. Man sieht, dass es auch hier jeden Winter zu einem erhöhten Ausschlag kommt. Und hier ist die Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen für jede Kalenderwoche auf die Deutschlandkarte abgetragen. Rot bedeutet starke Aktivität und blau bedeutet schwache Aktivität. Das war die Grippewelle letztes Jahr. Das war die sehr heftige Grippewelle 17/18 und das ist dieses Jahr. Was man auch unbedingt wissen sollte, ist, dass bereits 2009 bei der Schweinegrippe die WHO die höchste Pandemiestufe ausgerufen hat. Mit dem Ergebnis, dass diese Grippewelle dann eine der schwächsten der letzten Jahre war. Die Arte-Dokumentation Profiteure der Angst aus diesem Jahr ist absolutes Pflichtprogramm. Bereits damals waren Professor Drosten und Dr. Wodak involviert. Man redet sofort von massivem Risiko und prognostiziert Millionen Tote. Dank der Medien verbreitet sich die Horrornachricht schneller um den Globus als das Virus. Die Risikoeinschätzung der Experten gründet sich auf eine scheinbare Logik der Fakten. Es handelt sich um einen neuen Virustyp, auf den das Immunsystem nicht vorbereitet ist. Er ist hochinfektiös und kann sich unkontrolliert verändern. Im Mai 2009 streicht die WHO 2 wesentliche Punkte der Pandemie-Definition. Früher waren eine enorme Anzahl von Todesfällen und Erkrankungen in mehreren Staaten Bedingung. Das ist heute nicht mehr so. Wie viele Menschen weltweit sterben oder schwer erkranken, ist kein Kriterium mehr für eine Pandemie. Die Maßnahmen, die die meisten Staaten nach ihrer Ausrufung ergreifen, sind aber vor allem darauf ausgelegt. Warum die Definition so grundlegend geändert wurde, ist unklar. Ja, das Gefährliche an diesem Influenza-Virus ist, dass es so viele Menschen trifft, dass es sich ganz weit verbreitet. Das Erste, was ich tue, ist, wenn ihr 100 Fälle gefunden habt, wie oft habt ihr gesucht? Und habt ihr im Vorjahr auch so oft gesucht wie in diesem Jahr? Wenn Sie im Vorjahr gar nicht gesucht haben und sagen, jetzt haben wir ganz viele Fälle von einer bestimmten Erkrankung, dann kann man das schon mal nicht vergleichen. Dann kann es sein, dass es genauso ist wie jedes Jahr. Um das Thema aus wissenschaftlicher Sicht beurteilen zu können, braucht man vor allem eins: Zahlen. Ich liebe Zahlen über alles. Ich bin ein absoluter Freak, wenn es um Graphen, Kurven und Statistiken geht. Ich tracke 24/7 Variablen und Daten über mein Leben. Zahlen sind meine absolute Leidenschaft. Aus dem Grund hat mich dieser Aspekt des Corona-Themas ganz besonders interessiert. Es gibt 4 epidemiologische Größen. Erstens die Population, zweitens die Infizierten, drittens die Erkrankten, die Symptome entwickeln und viertens die Verstorbenen. In den Medien wird uns das gerne so dargestellt. Und da läuten bei mir als Zahlenfanatiker sofort die Alarmglocken. Als erstes ist die Zahl der Infizierten grob irreführend. Die korrekte Bezeichnung wäre Zahl der positiv Getesteten. Diese Unterscheidung ist äußerst wichtig. Wir haben hier lediglich eine Art Stichprobe, in der getestet wird. Und da natürlich bevorzugt Menschen getestet werden, die auch Symptome entwickeln, ist diese Stichprobe weder repräsentativ, noch erfasst sie alle Infizierten. Die wahre Zahl der Infizierten liegt um ein Vielfaches höher.
Da sich die Sterberate aus der Zahl der Verstorbenen geteilt durch die Zahl der Infektionen errechnet, führt es natürlich zu einer massiven Überschätzung der Sterberate, wenn man statt der Zahl der Infizierten einfach die Zahl der positiv Getesteten nimmt. Ein zweiter elementarer Kritikpunkt ist, dass diese Infektionszahlen absolut nichts aussagen, wenn man nicht gleichzeitig die Testmenge mit berücksichtigt. Wenn man zum Beispiel in einer Woche 100.000 Tests macht und in der nächsten Woche 300.000, dann ist es auch statistisch zu erwarten, dass man dann dreimal so viele Fälle findet. Das hat dann aber rein gar nichts mit der Ausbreitung des Virus zu tun. Und siehe da, es stellt sich heraus, dass genau das in der Woche vor dem Lockdown der Fall war. Die gelben Balken sind die Anzahl der Tests, die gemacht wurden. Die Testmenge wurde hier mehr als verdreifacht. Natürlich kam es dadurch auch zu einem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen. Hier die rote Linie. Die blaue Kurve zeigt die um die Testmenge bereinigten Zahlen. Von einem exponentiellen Anstieg kann hier also nicht die Rede sein. Das ist die Grafik, die wir eigentlich im Fernsehen und in den Medien hätten sehen sollen. Sie zeigt einfach nur für jede Kalenderwoche, wie viel Prozent der gemachten Tests positiv waren. Man sieht hier eindeutig, dass es keinen exponentiellen Anstieg gab und der Anteil der positiven Tests war selbst in dieser nicht repräsentativen Stichprobe nie höher als 10%. Der dritte Kritikpunkt an dieser Zahl ist, dass epidemiologisch völlig unkorrekt keine Unterscheidung gemacht wird zwischen bloßen Infektionen und wirklichen Erkrankungen, bei denen man Symptome entwickelt. Das Ziel des Lockdowns war es ja, eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden. Um aber abschätzen zu können, ob ein solches Szenario realistisch ist oder nicht, ist eben die Zahl der Erkrankten maßgeblich und nicht die Zahl der Infizierten. Das nicht zu unterscheiden ist nicht nur fahrlässig, sondern grob unwissenschaftlich. Außerdem halte ich es für manipulativ, solche Zahlen kumuliert darzustellen. Diese Zahl kann grundsätzlich niemals fallen, selbst ohne neue Infektionen bleibt sie für immer auf diesem Niveau. Du kannst ja selbst entscheiden. Welche Darstellung wirkt auf dich beunruhigender? Als letztes wollen wir uns noch der zweiten entscheidenden Kennzahl zuwenden, der Zahl der Verstorbenen. Und hier ist es so, und das ist wirklich unfassbar, dass alle Verstorbenen, die positiv getestet wurden, zu den Corona-Toten zählen. Mit anderen Worten, wenn ich heute symptomlos positiv auf Corona getestet werde und morgen aus dem Fenster springe oder vom Bus überfahren werde oder was weiß ich, dann war Corona die offizielle Todesursache. Das ist unfassbar. Sowas nennt man Fälschung wissenschaftlicher Daten und ist so ziemlich das Schlimmste, was man als Wissenschaftler machen kann. Wenn ich an einer Lungenentzündung sterbe und ich wurde positiv sowohl auf Corona als auch auf Influenza getestet, woran bin ich dann gestorben? An Covid oder an Influenza? Und was ist, wenn ich dazu noch Krebs hatte? Woran bin ich dann gestorben? Wikipedia sagt dazu Folgendes. Wenn zum Beispiel jemand mit einem tödlichen Krebsleiden zuletzt an einer Lungenentzündung stirbt, gilt die Krebserkrankung als auslösende Todesursache. Also man muss hier schon festhalten, jeden Toten in die Corona-Sterbestatistik aufzunehmen, bloß weil er positiv getestet wurde, völlig ungeachtet der wirklich auslösenden Todesursache, das ist schon als in höchstem Maße unwissenschaftlich zu bewerten. Und auch hier führt das zu einer massiven Überschätzung der Sterberate von Covid-19. Und jetzt schauen wir uns mal die alles entscheidende Statistik an. Die gepunkteten Linien sind die täglichen Sterbefälle der letzten Jahre. Die rote Linie ist dieses Jahr. Hier unten in Violett sind die angeblichen Corona-Toten, die, wenn man sie auf die rote Kurve addiert, die blaue Kurve ergeben. Wir sehen hier, und das ist meine wichtigste These und Fazit dieses Kapitels über die Zahlen, wir haben in diesem Jahr keine Übersterblichkeit. Die Anzahl der Grippetoten errechnet sich genau aus dieser Übersterblichkeit und wir sind in diesem Jahr nicht mal ansatzweise an die Grippewellen 2017 und 2018 rangekommen. Wir hatten dieses Jahr quasi keine Grippewelle. Und um das nochmal klar zu machen, hier hat kein Hahn danach gekräht. Dieser Abschnitt über die Zahlen reicht für mich alleine schon aus, um zu sagen, dass hier mit den Maßnahmen ganz gehörig überzogen wurde. Aber ich kann verstehen, wenn du hier noch skeptisch bist. Deswegen wollen wir jetzt mal auf die wichtigsten Argumente, die für eine erhöhte Gefahr von Covid-19 sprechen, eingehen. Wenn man sich für die Maßnahmen und den Lockdown ausspricht, muss man an folgender Aussage festhalten. Covid-19 ist wesentlich gefährlicher als die Grippe. Und wenn man dann mal nachfragt, warum ist Covid-19 denn so gefährlich, kriegt man im Wesentlichen diese drei Antworten. Covid-19 ist tödlicher, ansteckender und deswegen gefährlicher, weil es keinen Impfstoff gibt. Die wollen wir jetzt mal der Reihe nach durchgehen.
Einen Satz, den wir unter anderem von der WHO am Anfang gehört haben, ist: Covid-19 ist bis zu 10-mal tödlicher als die Influenza. Mittlerweile wissen wir mehr. Es drängt sich der Verdacht auf, dass hier genau der Fehler gemacht wurde, den wir gerade besprochen haben. Nämlich, dass die Anzahl der mit Covid-19 Verstorbenen durch die Anzahl der positiv Getesteten geteilt wurde. Das Ergebnis der Heinsberg-Studie von Professor Streeck ist eine Letalität von 0,36%. Und das ist die Obergrenze. In allen Studien liegt die Letalität zwischen 0,1 und 0,36% und durchschnittlich bei 0,2%. Damit liegt die Letalität absolut im Bereich der Grippe. Wir kommen also zum Ergebnis: Die Aussage, Covid-19 ist bis zu 10-mal tödlicher als die Influenza, ist falsch. Covid-19 ist nicht wesentlich tödlicher als die Influenza. Das nächste Argument ist, dass der Coronavirus wesentlich ansteckender ist als die Influenza und sich viel schneller ausbreitet. Dazu kennen wir ja mittlerweile alle die sogenannte Basisreproduktionszahl R0. Die Influenza hat meistens einen Reproduktionsfaktor zwischen 1 und 2, erreicht in schweren Grippewellen aber auch Werte von bis zu 3. Bei Masern liegt sie sogar bei 15 und bei Covid-19 vermutlich zwischen 2 und 2,5. Die Reproduktionszahl des Coronavirus ist also nichts Außergewöhnliches. Diese Grafik des Robert-Koch-Instituts zeigt den R-Faktor im Zeitverlauf, jeweils mit Markierungen für das Verbot von Massenveranstaltungen am 9.3., die Schulschließungen am 16.3. und den Shutdown sowie die Kontaktsperren am 23.3. Diese Grafik belegt glasklar, schwarz auf weiß, dass die Reproduktionszahl schon vor dem Lockdown unter 1 lag und dass der Lockdown an der Verbreitung des Virus nichts geändert hat. Der Höhepunkt der Ausbreitung war bereits um den 10.3. erreicht. In dieser Grafik aus den Ergebnissen der Heinsberg-Studie sieht man das generelle Ansteckungsrisiko, wenn man in einem 2-Personen-, 3-Personen- oder 4-Personen-Haushalt lebt, im Vergleich dazu, sich generell anzustecken. Das Ansteckungsrisiko in einem 4-Personen-Haushalt unterscheidet sich nur marginal vom generellen Risiko, sich anzustecken. Auch das spricht gegen eine ungewöhnlich hohe Ansteckungsgefahr. Wir halten also fest, SARS-CoV-2 ist nicht wesentlich ansteckender als die Influenza. Das nächste Argument ist, aber wir haben ja keinen Impfstoff. Wir sind alle vollkommen ungeschützt. Gegen die Grippe kann man sich impfen lassen, gegen Corona nicht. Zunächst mal ist es richtig, dass es eine Impfung gegen Influenza gibt. Die Effektivität dieser Impfung ist allerdings fragwürdig. Weil sich Viren, wie wir ja am Anfang schon geklärt haben, ständig verändern, kann eine Grippeimpfung schon aus Prinzip nicht auf alle neuen Erreger vorbereitet sein. Es muss durch Beobachtung der Grippewelle auf der Südhalbkugel abgeschätzt werden, welche Virustypen in der kommenden Grippewelle kommen könnten. Die Grippeimpfung ist also eine Wahrscheinlichkeitsabschätzung und kann keinen zuverlässigen Schutz bieten. Diese Grafik zeigt die Effektivität der Grippeimpfung der letzten Jahre in der Risikogruppe ab 60 Jahren. In den Jahren 16-17 und 17-18 war die Impfeffektivität sogar unter 0. Das heißt, dass Grippegeimpfte sogar ein höheres Risiko hatten als Ungeimpfte, die Grippe zu bekommen. Die Impfeffektivität liegt im Schnitt bei gerade mal 10%. Wir halten also fest, gegen akute Atemwegserkrankungen gibt es keine zuverlässige Impfung. Das Argument, was dann immer kommt, ist sicherlich das schwerwiegendste. Und zwar deshalb, weil es ein so emotionales Argument ist. Was ist mit Italien, Spanien, New York? Die Bilder in den Nachrichten von Särgen, Massengräbern und völlig überforderten Intensivstationen haben uns geschockt. Und sie haben uns Angst gemacht, dass wir eine solche Überforderung auch in Deutschland erleben könnten. Die Tatsache, dass Deutschland 2,5 Mal so viele Intensivbetten hat wie beispielsweise Italien, ging dabei völlig unter. Hierzu ein Beispiel. In Deutschland kommen auf 100.000 Einwohner ca. 30 Intensivbetten. In Italien beispielsweise nur 12. Nehmen wir mal an, in einer schweren Grippewelle kommen 20 Intensivpatienten auf 100.000 Einwohner, was schon echt viel ist. Das bedeutet, dass wir in Deutschland immer noch entspannt 10 Betten frei haben, während wir in Italien schon 8 Menschen beim Sterben zusehen müssen. Führt euch diesen Unterschied bitte mal vor Augen. Außerdem enthält die Aussage, die Bilder in Italien, Spanien und New York zeigen, wie gefährlich dieser Virus ist, eine implizite Annahme, nämlich: Die Krankenhäuser in Italien, Spanien und den USA waren die letzten Jahre nicht überlastet. Und hier können wir sehen, wie stark selektive Wahrnehmung und selektive Informationen uns beeinflussen können. Diese Annahme ist nämlich falsch. Hier sind ein paar Medienberichte aus der sehr heftigen Grippewelle von vor 2 Jahren. In Kalifornien werden Patienten in Zelten isoliert, weil dort aggressive Influenzaviren kursieren. Hospitals overwhelmed by flu patients, setting up triage tents. A flu war zone, hospital overrun by flu cases. Behandlungen mussten abgelehnt werden. Das Gesundheitssystem Spaniens ist fast jedes Jahr überlastet.
2015 Patienten schlafen auf den Korridoren. 2017 Krankenhäuser im ganzen Land überlastet. Warum überlastet die Grippe spanische Krankenhäuser? 2019 Krankenhäuser in Madrid bis auf das Doppelte ihrer Kapazitäten überlastet. Januar 2020, noch vor Corona. Krankenpfleger beklagen Überlastung durch die Grippe. Italien. Bereits 2017-18 kam es zum Zusammenbruch von Krankenhäusern in Mailand. In Norditalien sind die Krankenhäuser jeden Winter bei einer Auslastung von 85-90%. Italien hat das größte Problem mit resistenten Keimen in ganz Europa. Norditalien leidet unter sehr hoher Luftverschmutzung. Bereits 2018 waren die Behörden in Norditalien beunruhigt durch eine Vielzahl an Lungenentzündungen. Wir halten also fest, weder die Letalität noch die Ansteckungsrate, noch, dass es keinen Impfstoff gibt, spricht dafür, dass wir es hier mit einem wirklich außergewöhnlich gefährlichen Virus zu tun haben. Ich komme also nach eingehender Prüfung auf meine Schlussthese, Covid-19 ist nicht wesentlich gefährlicher als die Influenza. Aber ich mag mich irren. Vielleicht habe ich irgendeinen Fehler gemacht bis hierhin. Darum will ich dir hier mal folgende Frage stellen. Hast du mal darüber nachgedacht, dass dieses ganze Corona-Gedankengebäude auf einer einzigen Stütze basiert? Und dass, wenn diese Stütze in Zweifel kommt, das ganze Corona-Gedankengebäude in sich zusammenfällt wie ein Kartenhaus. Diese eine entscheidende Stütze, auf der alles basiert, ist der Test. Bei dem Test handelt es sich um einen sogenannten PCR-Test. PCR steht für Polymerase Chain Reaction. Dabei werden DNA-Proben vervielfältigt, um selbst kleinste Spuren von Erbsubstanz nachweisen zu können. PCR-Tests sind hochempfindlich und wie bei jedem Test ist die wichtigste Frage, misst der Test überhaupt das, was er messen soll? Es wäre nicht das erste Mal, dass durch einen überempfindlichen PCR-Test eine Epidemie gemessen wird, die es gar nicht gibt. Bereits 2006 kam es in Dartmouth in den USA zu einer vermeintlichen Keuchhustenepidemie, die sich hinterher als völliger Fehlalarm herausgestellt hat. Hier ein paar Auszüge aus dem Artikel in der New York Times. Wenn Sie nun auf das Ereignis zurückblicken, sagen Epidemiologen und Infektiologen, das Problem sei gewesen, dass sie zu viel Vertrauen in einen schnellen und hochempfindlichen molekularen Test gesetzt hätten, der sie in die Irre geführt habe. Pseudoepidemien passieren ständig. Kein Testergebnis ist absolut und das gilt insbesondere für Tests auf PCR-Basis. Einer der beunruhigendsten Aspekte der Pseudoepidemie sei gewesen, dass alle Entscheidungen zu der Zeit so vernünftig erschienen. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und sollte es uns nicht ein bisschen beunruhigen, dass auch der, übrigens von unserem werten Herrn Drosten, entwickelte PCR-Test auf Corona im Schnellverfahren entwickelt und nicht amtlich validiert wurde? Dazu kommt noch folgender statistischer Effekt. Je niedriger die Durchseuchung, desto höher ist der Anteil an falsch positiven Testergebnissen, völlig egal wie gut der Test ist. Und wir haben ja gesehen, dass nie mehr als 10% der Tests positiv waren. Wenn wir von einer perfekten Sensitivität ausgehen, das heißt jeder SARS-CoV-2-Positive wird auch vom Test erkannt, und einer Spezifität von 99%, das heißt von 100 Getesteten ohne den Virus sind 99 negativ, dann beträgt bei einer Durchseuchung von 10% die Wahrscheinlichkeit, dass ein positiv Getesteter auch wirklich infiziert ist, 92%. Das heißt, trotz dieser absolut hervorragenden Werte ist jeder 10. Fall falsch positiv. Bei einer Durchseuchung von 1% ist es schon jeder 2. Bei einer Spezifität von 95% ist bei 10% Durchseuchung jeder 3. falsch positiv, bei 1% Durchseuchung 4 von 5. Und bei 90% Spezifität kommen wir selbst bei einer 10%igen Durchseuchung gerade mal auf die Hälfte, die wirklich infiziert sind. Bei einer 1% Durchseuchung sind 9 von 10 falsch positiv. Und führt euch bitte vor Augen, jeder einzelne positive Test führt zu weitreichenden Konsequenzen, von Quarantäne und Freiheitsentzug bis hin zum Shutdown eines ganzen Landes. Gibt es noch weitere Hinweise auf fehlende Zuverlässigkeit des Tests? Und wie? Diese chinesische Studie hier zum Beispiel spricht von Stabilitätsproblemen. Dann haben wir noch das und das und das und das. Und den letzten Nagel in den Sarg der Vertrauenswürdigkeit des PCR-Tests schlug am 6. Mai John Magufuli, Präsident und Staatsoberhaupt von Tansania. Er ist selbst ausgebildeter Chemiker. Tulipopeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne, miaka 26, female. Papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona.
maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka sample ya ndege Kwale, imekuwa positive. Tumechukua mbuzi akawa positive. Kwa hiyo ukishagundua kitu hiki, lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi, kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii. Spätestens jetzt sollte klar sein, dass es zu keinem Zeitpunkt eine Rechtfertigung für Maßnahmen gab, die in die elementarsten Grundrechte von gesunden Menschen eingreifen. Aber wer bin ich schon? Wer bin ich schon, mir als kleiner, unbedeutender Psychologiestudent anzumaßen, Ahnung von diesen Dingen haben zu wollen? Nehmen wir also mal an, ich hätte bis jetzt nur Bullshit erzählt. Nehmen wir an, Corona wäre wirklich ein richtig gefährliches Killer-Virus. Wie wären die Maßnahmen unter diesen Annahmen zu bewerten? Die WHO untersuchte bereits letztes Jahr in einer Studie die Wirksamkeit von Maßnahmen wie Social Distancing, Schulschließungen, Schutzmasken und Grenzschließungen und kam zum Ergebnis, dass diese wenig bis gar keinen Effekt haben. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt das European Center for Disease Control. Und ich bemühe hier nochmal unsere R-Kurve. Kann mir bitte irgendjemand sagen, wo hier der Lockdown auch nur irgendeinen Effekt gehabt haben soll? Es ist gar nicht so sicher, ob eine künstliche Beatmung im Fall von Covid-19 wirklich Sinn macht. Die Überlebenschancen sind sehr schlecht und möglicherweise bringt die Beatmung mehr Schaden als Nutzen. Die Welle an Intensivpatienten wurde massiv überschätzt. Kliniken melden Kurzarbeit an, wichtige Operationen werden verschoben. Wie viele Menschen durch diese fehlenden Behandlungen ihr Leben verlieren werden oder bleibenden Schaden davontragen, ist unklar. Angst ist nicht gesund. Angst schwächt das Immunsystem. Die Angstkommunikation von Seiten der Medien und auch der Politiker war absolut unverantwortlich. In einer solchen Situation sind Angst und Panik das Letzte, was man gebrauchen kann. Ruhe bewahren, Klarheit und Besonnenheit, das ist es, was eine solche Situation erfordert. Angst und Isolation fördern häusliche Gewalt und Suizide. Es ist erwiesen, dass steigende Arbeitslosigkeit mit vermehrten Selbstmorden in Zusammenhang steht. Auch häusliche Gewalt hat zugenommen. Menschen verlieren ihre Existenz. In ärmeren Ländern sind Menschen bei Ausgangssperren nicht überlebensfähig. Die UN warnt, Hunderttausende Menschen in den Entwicklungsländern könnten in Armut getrieben werden und befürchtet den Hungertod Hunderttausender Kinder. Das Ausmaß der Kollateralschäden wird uns erst in der kommenden Zeit klar werden. Wir stehen möglicherweise vor einer Weltwirtschaftskrise mit unüberschaubaren Folgen. Kinder leiden am meisten unter den Maßnahmen. Dabei gibt es keinen Hinweis darauf, dass Kinder überhaupt zur Verbreitung beitragen. Menschen sterben in Einsamkeit. Angehörige können sich nicht verabschieden. Was könnte menschlicher sein, als einen geliebten Menschen im Sterben zu begleiten? Oma und Opa selbst entscheiden zu lassen, ob sie ihre Enkel sehen möchten oder nicht. Dass das in der Corona-Zeit teilweise unmöglich gemacht wird, ist für mich unerträglich. Nicht mal die Pest würde sowas rechtfertigen. Es gibt auch Länder, die ohne Lockdown auskamen, zum Beispiel Schweden, Thailand oder Japan. Zu Schweden wird dann gerne gesagt, ja, aber die Todesrate ist ja viel höher als in Deutschland. Das ist zwar richtig, wenn man diese allerdings mal mit den Todesraten in Belgien, UK, Italien, Spanien und Frankreich vergleicht, die allesamt einen Lockdown hatten, fällt auch dieses Argument weg. Und wir dürfen nicht vergessen, von Anfang an war das einzige Ziel der Maßnahmen, die Krankenhäuser nicht zu überlasten. Dieses Ziel hat Schweden erreicht. Punkt. Auch Dr. Mike Ryan von der WHO sieht in Schweden ein Vorbild. Die einzige Möglichkeit, mehr über die Todesursache der mit Covid-19 Verstorbenen zu erfahren, ist die Obduktion. Und das RKI hat anfangs allen Ernstes empfohlen, genau davon abzusehen. Erst als am 7. April der Deutsche Pathologenverband widersprochen und Obduktionen gefordert hat, ist das RKI zurückgerudert. Und jetzt, was denkt ihr? Wann wurde die Maskenpflicht eingeführt? Hier. Muss man da noch irgendwas dazu sagen? Und das, was jetzt kommt, das ist echt der Hammer. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping wollte Quarantäneverweigerer in Psychiatrie sperren. Dass ich auf diese Weise wieder an ganz, ganz dunkle Kapitel der deutschen Geschichte zurückerinnert werde, hätte ich wirklich nie für möglich gehalten. Der Wiener Psychiater Raphael Bonelli sagt dazu Folgendes. Diese Dame wollte
Quarantäneverweigerer, also Corona-Leugner sozusagen in die Psychiatrie sperren. Ja, das ist zwar schon ein paar Tage her und die haben auch wieder zurückgerudert, aber allein der Gedanke ist sehr bemerkenswert, dass es also jetzt so weit kommt, dass Menschen in die Psychiatrie gesperrt werden, weil sie nicht brav sind. Und da muss man sich als Psychiater schon gut überlegen, was das für einen Hintergrund hat und was das für unsere Gesellschaft bedeutet. Wir sind uns einig, dass wir das nie mehr haben wollen. Und ich meine, ich würde sagen, jeder Psychiater würde mir recht geben, bis vor ein paar Wochen oder Tagen hätten wir überhaupt nicht gedacht, dass wir etwas damit zu tun haben könnten, dass wir plötzlich Menschen behandeln müssen, die politisch nicht erwünscht sind oder die sich nicht so verhalten, wie es die Regierung möchte. Ja, obwohl der Plan in Sachsen wieder zurückgezogen wurde, ist es doch alarmierend, dass der Gedanke überhaupt stattfindet. Es sind eben schon in Sachsen 22 Betten auf der Psychiatrie freigemacht worden, auf der geschlossenen. Die geschlossene Psychiatrie ist sehr streng reglementiert und die wird ausschließlich dann zur Anwendung gebracht, wenn es eine Selbstgefährdung des Patienten gibt, also wenn er sich selbst gefährdet oder wenn er andere Menschen gefährdet. Die Fremdgefährdung ist etwas anderes, aber die Fremdgefährdung muss massiv sein und darf nicht theoretisch sein. Also wenn ein Autofahrer zu schnell fährt zum Beispiel, dann könnte man auch sagen, okay, der gefährdet Menschenleben. Aber das ist kein Grund, ihn auf die geschlossene zu bringen. Und genauso würde ich das sagen, wenn jemand mit einem Corona-Patienten Kontakt hatte und dann trotzdem auf der Straße geht oder wenn er laut sagt, Leute, treffen wir uns, machen wir eine Corona-Party oder sowas. Also das wäre für mich auf keinesfalls eine Fremdgefährdung. Das ist sehr gefährlich. Und es ist schockierend, dass man sich überhaupt in diese Nähe begibt oder dass man überhaupt darüber nachdenkt. Gut, dass ein ehemaliges SED-Mitglied darüber nachdenkt, sagen wir mal, wundert mich jetzt nicht besonders, aber dass man das irgendwie zulässt, dass so jemand überhaupt in einer Regierung ist wirklich überraschend. Und obwohl dieses Vorhaben in Sachsen wieder fallen gelassen wurde, gab es tatsächlich 2 Fälle, nämlich einmal die Rechtsanwältin Beate Bahner und einen Kardiologen aus der Schweiz, die unter fragwürdigen Umständen in die Psychiatrie eingeliefert wurden. Widerstand gegen die Staatsgewalt ist eine Straftat, aber keinesfalls ein psychiatrisches Vergehen. Also insgesamt muss ich sagen, das ist von mir aus eine Frau, die sich also präsentiert, die durchaus auch Lust an der Provokation hat, aber das ist kein psychiatrischer Fall. Kann ich eigentlich, glaube ich, jeder Kollege würde das genauso sehen. Wenn im Einvernahmeprotokoll wirklich Wahnvorstellungen bezüglich Covid-19 steht, dann muss ich hier als Psychiater wirklich warnen und die Notbremse ziehen. Das ist nicht Psychiatrie, meine Lieben. Das ist nicht Psychiatrie, das ist falsch, wenn Sie uns Psychiater missbrauchen, um hier Menschen wegzusperren. So geht das nicht. Ich kenne den Fall nicht, vielleicht ist er wirklich krank, aber das, was ich hier höre, was ich hier lese in den offiziellen Medien, das stimmt mich bedenklich. Die Regierung hat sich an eigene Zielvorgaben zur Beendigung der Maßnahmen nicht gehalten. Erstes Ziel war eine Verdopplungszeit der Infektionszahlen von mindestens 10 Tagen. Dann wurde das noch auf 14 Tage erweitert. Und als das dann erreicht war, wurde auf einmal einfach das Narrativ geändert. Das Ziel war jetzt auf einmal der Reproduktionsfaktor, der unbedingt unter 1 kommen soll. Darf ich nochmal daran erinnern, dass der R-Wert schon vor dem Lockdown unter 1 war. Dann hat man abermals das Narrativ geändert. Und jetzt heißt es, die Pandemie ist erst vorbei, wenn der Impfstoff kommt. Der Gesetzesentwurf zum sogenannten Immunitätsausweis ließ nicht lange auf sich warten. Hier heißt es, soweit von individualbezogenen Maßnahmen abgesehen werden soll oder Ausnahmen allgemein vorgesehen werden, hat die betroffene Person durch eine Impf- oder Immunitätsdokumentation nach § 22 oder ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, dass sie die bestimmte übertragbare Krankheit nicht oder nicht mehr übertragen kann. Damit kann im schlimmsten Fall ohne Impfung der Zugang zum Arbeitsplatz, Bildungseinrichtungen oder generell dem öffentlichen Leben verwehrt werden.
Medien sprachen also zu Recht von einer Impfpflicht durch die Hintertür. Dieser Entwurf sollte ursprünglich am 15. Mai verabschiedet werden. Erst nach massiver Kritik und Widerstand wurde wieder zurückgerudert. Kommen wir nun also zum krönenden Abschluss dieser unsäglichen Politik. Anfang April wurde ein Strategiepapier des Innenministeriums geleakt, mit dem Titel »Wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen«. Und es handelt unter anderem davon, wie die Bevölkerung auf die Pandemie vorbereitet werden soll. Das Dokument war als Verschlusssache eingestuft. Darin heißt es: Wir müssen wegkommen von einer Kommunikation, die auf die Fallsterblichkeitsrate zentriert ist. Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden. Falsch. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Hier wurde bewusst darauf gesetzt, der Bevölkerung und vor allem unseren Kindern Angst zu machen. Es wird mit Urängsten gearbeitet. Unseren Kindern soll Angst gemacht werden, sie könnten am Tod ihrer Großeltern schuld sein. Wie krank ist das bitte? Wie menschenverachtend ist das? Für mich hat diese Regierung hiernach auch noch das letzte Fünkchen Vertrauen verspielt. Ich komme also zum Fazit: Die Maßnahmen, der Lockdown und die damit verbundene Hysterie richten mehr Schaden an, als es der Virus jemals könnte. Aber wer bin ich schon, solche unerhörten Behauptungen aufzustellen? Ich als Psychologiestudent ohne jegliche Autorität oder Expertise. Apropos Expertise, was sagen eigentlich die Experten dazu? Professor Klaus Püschel ist Leiter der Rechtsmedizin an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf und hat über 100 Corona-Tote obduziert. Seiner Ansicht nach ist die Angst vor dem Virus übertrieben. Covid-19 sei eine vergleichsweise harmlose Erkrankung. Und jetzt ist er bei mir im Studio zu Gast. Ganz herzlich willkommen, Herr Professor Püschel. Nur noch mal zum Verständnis. Sie finden, dass Corona uns, also die Gesellschaft, in einer völlig unangemessenen und übertriebenen Art beeinträchtigt. Ist das richtig so? Dazu stehe ich. Um das so klar zu sagen. Also ich finde es völlig übertrieben, wenn im Zusammenhang mit diesem Virus die Rede ist von einem Killer-Virus etwa, wenn die Menschen große Angst davor haben. Ich finde es wirklich völlig unangemessen, wenn ein Präsident seinem Volk erzählt, wir sind im Krieg, oder wenn eine Bundeskanzlerin die Situation vergleicht mit dem letzten Weltkrieg. Sie haben gesagt, das ist jetzt, glaube ich, 10 Tage her, in einem Interview mit einer großen Zeitung, Sie hätten noch keinen einzigen Covid-19-Fall auf Ihrem Seziertisch gehabt, der ausschließlich an Covid-19 ohne eine weitere Vorerkrankung gestorben sei. Stand heute immer noch so? Ja, immer noch derselbe Stand. Alle Toten, wir haben inzwischen über 100 in dieser Region obduziert, hatten schwere vorbestehende innere Erkrankungen. Die waren zwischen 50 und 100 Jahre alt. Das Durchschnittsalter ist bei 80 Jahren, also schon von daher ist es ja auch ganz klar, dass es Menschen sind, die in einem nicht mehr so guten Allgemeinzustand sind. Und hier muss ich sagen, die hatten alle mindestens eine, oder vielmehr sogar dann mehrere Krankheiten. So bedrohlich, dass so Schreckensszenarien wie aus Italien mit Abtransport von vielen Verstorbenen in den Mittelpunkt gestellt werden. So bedrohlich ist es nie gewesen, auch nicht ansatzweise hier in Deutschland die Situation. Und es besteht die Gefahr, dass wir uns durch solche Bilder viel zu sehr beeinflussen lassen. Die Risikogruppen muss man speziell schützen, soweit die das wollen. Ja, und da ist ja jetzt auch eine durchaus veränderte Einstellung. Die Frage geht gar nicht direkt, aber ich sage ja auch bei Alten und Kranken muss man soziale Aspekte berücksichtigen. Und man muss sich sehr genau überlegen, wie weit man die Menschen isoliert, um sie zu schützen. Ja, das ist ja eine Diskussion für sich. Und wie man es auch mit Kranken macht, ja, mit chronisch Kranken. Ob die alle isoliert werden wollen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und diese Diskussionen muss man führen und die müssen natürlich auch selber entscheiden, wie sie sich dann verhalten wollen in dieser Situation. Meine Lehre, die ich aus den Ergebnissen ziehe, die wir haben, ist, also auch als Risikogruppenzugehöriger habe ich keine Angst. Und auch da, wo es Ausbrüche gibt in Altenheimen, werden die meisten gesund. Ja? Es entsteht ja der Eindruck, wenn in einem Altenheim, einem Pflegeheim das Virus ist, dass das tatsächlich ausgerottet wird. Das ist falsch. Die meisten, auch dort, die den Risikogruppen zugehören, überstehen das. Dieses Virus ist ein Virus wie andere, das ist meine Schlussfolgerung.
Professor Hendrik Streeck ist Direktor des Instituts für Virologie an der Universitätsklinik Bonn und hat in Deutschland als erster eine Studie zur Letalität und Infektiosität des Coronavirus durchgeführt. Da finde ich auch ein bisschen das Problem in unserer Diskussion bisher, dass wir sehr über Spekulationen und Modellrechnungen reden. Und da muss ja nur ein Faktor in so einer mathematischen Rechnung falsch sein, dann fällt das alles zusammen wie ein Kartenhaus. Wir hatten schon mit vielen Viren zu tun und ich weiß einfach ich sehe, was so eine Ausgangssperre oder eine Ausgangsbeschränkung mit den Menschen macht. Ich habe selber Freunde, die sich fragen, ob sie danach noch einen Job haben oder Freunde, die sich wundern, ob sie irgendwie ihre Miete langfristig bezahlen können, wo ich das im Verhältnis zu anderen Viren und anderen Epidemien, die wir gehabt haben, schon ganz schön drastisch finde als Einschränkung. Ich kann das nicht abschätzen, aber ich hätte mir gewünscht, dass wenn so eine Maßnahme wirklich ergriffen wird, dass man da nicht heftig sofort reagiert, sondern gemeinsam erstmal überlegt hat, wo will man denn eigentlich hin? Unsere Grenze ist ja die Kapazitätsgrenze der Krankenhäuser. Es ist nicht die Anzahl der Infizierten. Und wir haben aber nie gehört, was unsere Richtschnur ist. Was ist unser Ziel? Sind 1000 Infektionen pro Tag zu viel? Sind 100 zu viel? Ist eine zu viel? Ganz eindämmen können wir es ja nicht. Und anstelle, dass wir jetzt immer zählen, wie viele Neuinfektionen wir haben, müssen wir auf die Intensivmediziner hören und sagen, hier ist unsere Grenze. Professor Karin Mölling ist emeritierte Professorin für Virologie an der Universität Zürich. Sie war sowohl im Robert-Koch-Institut als auch am Max-Planck-Institut tätig. Aber wir müssen auch deutlich sagen, dass die Virusinfektion ist keine so wahnsinnig gravierende. Das möchte ich doch bitte unbedingt betonen. Wir haben zum Glück eine Situation, wo eine hohe Infektionsrate ist. Das Virus findet uns alles neu und damit haben wir eine hohe Infektionsrate. Aber wir haben keine hohe Sterbe- und Krankheitsrate und die Krankheit verläuft relativ milde. Und das sollte man eigentlich... Das sollte man sich klar machen. Das würde eine Angstreduktion machen. Ich bin der Meinung, das ist wichtig. Ich bin der Meinung, dass das, was im Moment gemacht wird, ist zu viel, ist zu streng, ist keineswegs von der generellen Akzeptanz, die man überall hört, sondern durchaus von Angst getrieben. Es ist keine so schlimme Epidemie, wie wir hier schon als Basis für unsere Diskussion heute annehmen. Das ist meine Interpretation der Dinge. Es sterben jeden Tag 3000 Leute an normalem Alter. Die Zahlen sind ja überall. Es sterben im Jahr 650.000 an der Influenza. Davon wird man auch nicht jedes Jahr informiert. Es gibt ja auch noch ein paar andere Viren. Also ich bin der Ansicht, wir überspannen den Bogen. Professor Martin Haditsch ist Facharzt für Virologie, Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie in Österreich. Immer wieder wird, so auch vom österreichischen Bundeskanzler, davor gewarnt, Covid-19, also die durch SARS-CoV-2 ausgelöste Krankheit, durch den Vergleich mit Influenza, also der echten Virusgrippe, zu verharmlosen. Wer so etwas sagt, hat offensichtlich den Ernst der Influenza noch immer nicht erkannt, was ich deswegen für äußerst bedenklich halte, als wir mit der Influenza auch in Zukunft in der kalten Jahreszeit immer wieder werden rechnen müssen. Und wer das aktuelle Vorgehen fälschlicherweise als angemessen bewertet, müsste dies anlässlich der jährlichen Influenza-Daten bei uns wohl jedes Jahr während der Influenza-Saison mit gleicher Konsequenz aufs Neue einfordern müssen. Mit großer Verwunderung muss ich zur Kenntnis nehmen, dass nicht nur fachlich herausragende Virologen, sondern auch Einrichtungen wie das Robert-Koch-Institut oder die Weltgesundheitsorganisation nicht belegbare Zahlen zur Tödlichkeit und Infektiosität als Fakten präsentieren oder übernehmen, ohne auch nur näherungsweise die Zahl der Infizierten zu kennen. Folgt man seriösen Schätzungen, wonach maximal 10% der arbeitenden Bevölkerung einer Risikogruppe angehören, wäre es problemlos möglich, alle Schutzbedürftigen unter konsequente Isolierung zu stellen und dem Rest der Bevölkerung unter Einhaltung vernünftiger, allgemeiner Schutzmaßnahmen ein möglichst unbeeinträchtigtes Leben zu gestatten, wodurch auch eine Absicherung der Weltwirtschaft ermöglicht würde. Auch ist ein allgemein positiver Effekt des sogenannten Social Distancing und von Schulschließungen nicht erwiesen. So wurde beispielsweise in Singapur darauf verzichtet und trotzdem die Pandemie vor Ort unter Kontrolle gebracht. Ähnliches gilt derzeit auch für Schweden. Die Rechtfertigung eines Shutdowns bei Berücksichtigung aller Konsequenzen ist im allerhöchsten Maß fraglich. Auch der Schutz der allgemeinen Bevölkerung durch Masken ist nicht belegt. Es wurde dann sozusagen als Maxime rausgegeben, was für mich nachvollziehbar ist, wir dürfen das deutsche Gesundheitssystem nicht überlasten, weil dann gibt es Todesfälle, die nicht notwendig wären. Deutschland war nie, auch nur am Rande, in der Gefahr, dass das Gesundheitssystem überlastet wird, und das wurde dann realisiert. Das heißt, das war als Appell nach außen nicht mehr weiter tragbar. Und daraufhin, wenn Sie genau zurückdenken, kam als nächstes ja die Verdopplungszahl. Und man hat gesagt, wir müssen mit der Verdopplungszahl der Fälle zumindest auf 10 Tage kommen. Nach diesen 10 Tagen ist nichts passiert. Bis bei 14 Tagen waren, ja, hat man gesagt, na, vielleicht doch die R0. Ja? Dann hat man sich an der R0 festgehalten, hat gesagt, die R0 muss auf 1. Die R0 war am 20. März auf 1 und am 23. März wurde der Shutdown verkündet. Und 4 Wochen später hat man dann plötzlich, weil offensichtlich gar nichts anderes mehr eingefallen ist, gesagt, und jetzt kommen wir mit der Maskenpflicht.
Ja? Das ist die Chronologie. Wir haben uns völlig davon entfernt, was das ursprüngliche, nachvollziehbare, eigentlich hehre Ziel war, das bei Eintreffen in Deutschland schon erfüllt war, nämlich dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und insofern ist alles, was passiert, aus meiner Sicht, es ist irrational. Ich möchte es auch gar nicht weiter kommentieren. Da muss man die Leute fragen, ob sie sich was dabei denken und wenn ja, was. Niemand in Deutschland muss befürchten, dass er keinen Beatmungsplatz bekommt oder was. Wir haben reichlich davon. Wir haben so viel davon, dass im Schnitt, selbst in der Hochphase der Epidemie, nie mehr als 60% ausgelastet waren. Und die verbleibenden 40% hätten innerhalb von 24 Stunden nochmal verdoppelt werden können, wenn denn wirklich der Bedarf gewesen wäre. Wir waren nicht einmal an der Kante zu einem Problem. Und das hätte man den Leuten auch sagen können, und dann hätten wir diese Panik nicht gehabt. Und die Notwendigkeit, Dinge zu erklären, nimmt, und zwar dramatisch zu, je stärker die Rechte der Bevölkerung eingeschränkt werden. Und das Gegenteil war der Fall. Es ist immer weniger erklärt worden und es sind die Rechte der Bevölkerung immer dramatischer eingeschränkt worden. Und das ist für mich etwas, was mir sehr, sehr zu denken gibt. Professor Sucharit Bhakdi ist Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie. Er ist einer der angesehensten Wissenschaftler seines Fachs. Er ist Autor hunderter Publikationen und hat in seiner Tätigkeit über 12.000 Ärzte ausgebildet. Drakonische Maßnahmen, die die Grundrechte der Menschen auf so umfassende Weise einschränken, dürfen doch nur verhängt werden, wenn es gesicherte Hinweise dafür gibt, dass ein neues Virus überaus gefährlich ist. Weit, weit gefährlicher als die alltäglichen verwandten Viren. Gab es je einen solchen wissenschaftlich begründeten Hinweis für Covid-19? Aus meiner Sicht lautet die einfache Antwort nein. Aus meiner Sicht wird weltweit der schlimme Fehler begangen, virusbedingte Tote zu melden, sobald festgestellt wird, dass das Virus beim Tod vorhanden war, unabhängig von anderen Faktoren. Dieses verstößt gegen ein Grundgebot der Infektiologie. Es muss doch festgestellt werden, ob die Patienten mit oder an dem Virus verstorben sind. Dies ist auch ganz klar in den deutschen ärztlichen Leitlinien verankert, wird aber bei Covid-19 nicht befolgt. Die allerwichtigste Frage, die wir sofort angehen müssen, ist, ob die Eingrenzung und Begrenzung von Grundrechten in unserem demokratischen Staat überhaupt zu verantworten ist. Wenn wir so weitermachen, dann werden Sie und ich unsere Lieben nicht mehr im Krankenhaus besuchen dürfen und uns von ihnen verabschieden, wenn die Zeit kommt. Wollen Sie das wirklich? Wenn etwas im Gange ist, wenn man Maßnahmen getroffen hat, die eigentlich potenziell verfassungswidrig sind, weil die Grundrechte der Menschen genommen werden, dann muss es verdammt gut begründet sein, verdammt gut. Wenn im eigenen Land Leute nicht diese Meinung sind, und zwar Leute, die durchaus Ahnung haben, ich bin nicht der Einzige, sehr viele Leute haben sich zu Wort gemeldet, sehr viel, und sie werden nicht gehört und diskutieren nicht mit, das ist nicht gut. Sie hätten die Schulen aufhören lassen? Natürlich. Das ist frappierend. Ich meine, was mich am meisten frappiert, ist, dass die Bevölkerung in diesem Land, wo Bildung eigentlich höher gestellt ist als in Thailand, wo Leute mehr verstehen, dass die Leute das alles glauben, was ihnen gesagt wird. Es ist ein Volk, das glaubt einfach alles, ohne zu fragen, zu hinterfragen. Sind Sie davon erstaunt? Ich bin entsetzt und ich bin erschrocken. Mhm. Das Unwissen, das einem entgegengesetzt wird, und ich meine, ich verstehe was davon, ja, aber das Laien, wir sagen, der ist unverantwortlich, der versteht von nichts, der ist in Pension, der kann nicht Schritt halten mit den Fortschritten der Medizin. Das ist ein bisschen abartig. Für mich ist dieses Land völlig anders geworden. Deswegen habe ich dieses Video machen müssen. Es war ein Bedürfnis. Ich konnte nicht mehr schlafen. Verstehen Sie? Dr. Wolfgang Wodak ist Lungenfacharzt und Epidemiologe. Er hat ein Gesundheitsamt geleitet und saß zwischen 1994 und 2009 für die SPD im Deutschen Bundestag. 2009 initiierte er im Europarat den Untersuchungsausschuss zur Schweinegrippe. Das könnte man jederzeit so inszenieren, dass man sagt, wenn da nie was passiert, dann kann man Angst machen. Und hinterher kann man sagen, haben wir nochmal Glück gehabt. Das hat man übrigens bei der Schweinegrippe auch gemacht. Da hieß es dann auch bei der WHO, da haben wir nochmal Glück gehabt. Das hätte schlimmer kommen können, obwohl nie irgendwelche Anzeichen da waren, dass irgendwas Schlimmes kommen kann. Das war eine der mildesten Grippewellen, die wir je hatten. Und das, was wir jetzt hatten, war eine ganz normale Grippewelle. Und wenn jemand das begründet, dass da was Schlimmes kommt, oder wenn er uns Angst macht davor, dann muss er das viel besser begründen. Das, was jetzt gesagt wurde, heißt, das ist ein neuer Erreger. Und in China, da hat man ganz schlimme Szenen gesehen. Und wenn man dann die Sterbezahlen sieht, auch in China, dann ist da auch nichts gewesen. Und das heißt, man hat uns da was vorgemacht, ganz klar. Und das, was dann uns geschockt hat, das ist dieser Test. Der Test ist nicht amtlich zugelassen, der Test, sondern der ist zugelassen von der WHO, weil man nichts anderes hatte und weil man in Wuhan dieses Theater gemacht hat und gesagt, oh, jetzt brauchen wir aber ganz schnell, bevor da in der Welt was passiert, brauchen wir irgendeinen Test. Und seitdem wird dieser Test benutzt. Und Herr Drosten, ich habe nie gesagt, dass Herr Drosten da was dran verdient.
Aber sein Kollege, der das mitveröffentlicht hat, der fabriziert in Berlin, der ist Geschäftsführer von dieser Firma, die diese Tests herstellt. Der hat das auch mitgemacht. Also es besteht dann durchaus ein Interesse von einigen Leuten, die an dieser Veröffentlichung beteiligt waren. Ein wirtschaftliches Interesse, ein erhebliches. Der verdient da Hunderte von Millionen mit. Der Test, der jetzt benutzt wird, um uns alle in Angst und Schrecken zu versetzen, der ist nicht amtlich genehmigt. Der ist ein Inhouse-Test. Der ist so vorübergehend, darf man den benutzen und der verändert jetzt gerade die ganze Welt. Und das ist eigentlich, wäre schon wichtig, dass das BfArM dort mal die üblichen Maßstäbe anlegt an einen solchen Test. Was sagt der überhaupt aus? Und jetzt plötzlich hat man eine Spezies rausgesucht, hat einen Test und sagt, das ist ganz was Gefährliches. Und das ist eben genau das, was diese ganze Aufregung erzeugt hat. Die Viren sind Teil unseres Ökosystems, immer schon gewesen. Wir Menschen wären nicht so, wenn das nicht so wäre. Die Viren sind ein Teil dessen, was uns geformt hat. Das ist heute nicht anders als vor 1000 Jahren. Und wenn da einer sagt, oh, da ist ein neuer Erreger in Wuhan und der ist jetzt schon 4 Wochen unter, da kann ich nur lachen. Ja. Das sind Fachidioten, die sowas sagen. So haben wir die jedenfalls früher genannt. Also als Studenten haben wir gesagt, wer immer nur durch sein Mikroskop guckt und meint, er versteht die Welt, das war nicht böse gemeint. Das waren kluge Leute, aber es waren Fachidioten. Ja, genau. Wenn die Leute die Politik bestimmen, dann wird mir Angst und Bange. Da fehlt so viel. Da fehlt unheimlich viel systemisches Wissen, systemische Kenntnisse. Das, was da jetzt euch Angst machen soll, das hat es schon immer gegeben. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, mal hustet ihr. Leute sterben auch immer, wenn sie über 80 sind. Ja, manchmal werden sie etwas älter, manche sterben schon mit 50, wenn sie rauchen. Und das ist da ist nichts Neues. Das ist traurig, wenn Menschen sterben, ganz klar. Aber das, wofür wir jetzt alle zu Hause bleiben, drin bleiben und wo wir Angst haben und wo man uns unser Leben kaputt macht, unsere Freude nimmt, den Kontakt mit den alten Menschen nimmt, das ist ein Verbrechen, was da passiert. Und das kommt nur, weil wir den Fachidioten glauben. Ich bin da leider geschult in diesen Sachen, weil ich habe diese Schweine, bei der Schweinegrippe und bei der Vogelgrippe war das genau das Gleiche. Da habe ich genauso habe ich die Hand hochgehoben, habe gesagt, passt auf, ihr rennt da in die Irre. Und bei der Vogelgrippe, da warten wir immer noch drauf, dass da irgendwas Schreckliches passiert. Die Vögel warten noch drauf, da ist ja nichts passiert. Und bei der Schweinegrippe, das war eine der mildesten Grippewellen, die wir je hatten. Und ich habe recherchiert, wie das rausgekommen ist. Zum Glück war ich damals Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Europarat und konnte das Thema dann auf die Tagesordnung bringen, sodass wir eine Anhörung gemacht haben. Wir haben einen Untersuchungsausschuss gehabt und die WHO musste Rede und Antwort stehen. Warum habt ihr so einen Mist da verzapft? Und was ist dabei rausgekommen? Es kam raus, dass da unheimlich viele Professoren mit Interessenkonflikten in dem Gremium saßen, dass sie einfach die Definition von Pandemie verändert hatten. Vorher war eine Pandemie etwas, was mit gefährlichen Krankheitsverläufen einhergeht, wo viele Menschen sterben. Das war eine Pandemie. Und plötzlich war eine Pandemie nur noch, wenn die Viren sich über die ganze Welt verbreiten. Dr. Klaus Köhnlein ist Facharzt für Innere Medizin in Kiel und Autor des Buches Viruswahn. Klinisch ist das Corona-Krankheitsbild nichts Neues. Es ist Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Das ist etwas, was wir alle haben. Die Virologen, die machen immer die Rechnung ohne den Wirt. Die rechnen damit, dass der Wirt anfällig ist. Und das ist nicht der Fall. Wir haben eine Bevölkerung, der ging es noch nie so gut wie im Moment. Wir sind alle gut ernährt und relaxed. Und die Virologen, die sind natürlich aus der virologischen Denke, wischen die wahrscheinlich überall jeden Handgriff ab. Und wie gesagt, Frau Bölling sagte kürzlich, sie hätte sich das Händegeben schon vor 3 Jahren abgewöhnt. Also aus meiner Sicht ein völliger Blödsinn. Ne? Weil wir haben ein Immunsystem, was uns schützt. Das ist nämlich das Einzige, was wir gegen Viren haben. Unser Immunsystem. Und das muss gestärkt werden, nicht geschwächt werden in der Situation. Das Gegenteil wird aber gerade mittlerweile propagiert. Wenn man jetzt die Statistiken anguckt, dann sieht man, dass in Wirklichkeit gar nichts passiert ist. Das wird der Bevölkerung immer eingebläut, dass die Fallzahl scheinbar exponentiell steigert. Das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern es wird immer kumulativ berichtet, also von einem auf den anderen Tag oder von einer auf die andere Woche. Und in der Zeit verdreifacht sich die Testung. Entsprechend verdreifachen sich auch die positiv Getesteten. Der Anteil der positiv Getesteten bleibt aber immer gleich, nämlich so bei diesen 7-9% ungefähr. Das heißt, es ist eine bewusste oder unbewusste Irreführung der Bevölkerung, denen wird suggeriert, hier breitet sich etwas aus, es breitet sich in Wirklichkeit nur der Test aus. Und die Krankheitsbilder sind nicht mehr und nicht weniger als vorher. In 2 years, this problem will be gone. But the consequences of the decision that we make now are permanent. And I think this is crucial to bear in mind from the perspective of a free society. A virus is harmful, but the destruction of rights is fatal. This is a permanent thing that we don't get back. When we lose a right that we fought a revolution for, that there was a movement founded for, that took 100 years of effort to win, and then we lose it in a moment of panic. When we see emergency measures passed, particularly today, they tend to be sticky. The emergency tends to be expanded, then the authorities become comfortable with some new power
They start to like it. And the original emergency passes. Coronavirus is gone. Terrorism is no longer a big thing. They find new applications, new uses for this new power they gained. And they went, well, maybe we don't need to give this up. Maybe we can pass a new law that makes this a permanent authority. And we've seen this happen in country after country. It's not a local domestic issue. This becomes a culture of safety at all costs, where they go, look, if there's any risk, we have to reduce it down to the minimum imaginable level at any possible price. And this is fundamentally in conflict, I believe, with the concept of a free and open society. If we begin destroying rights, sacrificing rights in order to improve things, we're actually making things worse. Und zu guter Letzt der Wiener Psychiater, Neurowissenschaftler und systemischer Psychotherapeut Raphael Bonelli. Seine folgenden Worte finde ich sehr, sehr wertvoll. Als Psychiater sage ich, der Mensch braucht Freiheit und die massive Einschränkung von Freiheit, mit welchem Argument auch immer, ist höchst problematisch. Priester, die wohl die Aufgabe haben, den Menschen am Ende seines Lebens zu begleiten, Angehörige, die nicht mehr zu den Sterbenden dürfen. Nicht da dürfen wir noch einmal fragen, okay, haben wir das Maß überschritten oder ist das alles noch verhältnismäßig? Ich werde nicht aufhören, diese Frage zu stellen. Das nächste Argument ist, Bonelli redet von Psychologie, aber nicht von Virologie, da hast du keine Ahnung. Das ist wahr. Also ich bin ein Arzt und habe natürlich mehr Ahnung als so mancher, aber ich habe nicht so viel Ahnung wie ein Virologe. Aber die Frage, die ich stelle, ist keine virologische Frage. Weil das virologische Phänomen ist klar, die Infektion muss unterbunden werden. Aber die gesellschaftliche Frage, die daraus resultiert, ist, was macht das mit der Gesellschaft und wie viel wollen wir jetzt autoritär eingreifen in die Gesellschaft und Grundrechte verbieten. Grundrechte verbieten. Herr Bonelli, Sie reden nur von der Wirtschaft, aber mir ist ein Menschenleben mehr wert als Geld. Meine lieben Damen und Herren, mir ist ein Menschenleben auch so sehr, sehr viel wert. Und ich glaube, es ist nicht recht, wenn man dem anderen, nur weil er einmal Fragen stellt und laut nachdenkt, gleich unterstellt, dass ihm Menschenleben egal ist. Ja? Also das Argument geht dann ungefähr so weiter. Ich will meine Mami schützen, meine Mami ist 75 und die soll nicht sterben und deswegen eben sollen alle zu Hause bleiben. Das ist ein legitimes Argument. Ja? Jetzt sage ich Ihnen was Sie provozieren wird oder den einen oder anderen. Jeder Tote ist zu viel, aber andererseits müssen wir halt zur Kenntnis nehmen, dass wir Menschen alle sterben werden. Und das ist, glaube ich, eines unserer Grundprobleme, warum es unsere Kultur besonders trifft, weil wir mit dem Tod nicht mehr gut umgehen können. Ich habe einige Zuschriften bekommen von Menschen, die sagen, meine geliebte Mutter hat so viel gemacht für die Menschheit und für die Welt und ich habe sie Grippe geimpft und ich weiß es nicht, die ist 85 oder 90 und die soll jetzt nicht an Corona sterben, weil irgendjemand seine Freiheit leben will. Das wäre eine Frechheit. Ne? Aber diese scheinbare Sicherheit, ich habe sie Grippe geimpft und deswegen kann jetzt nichts anderes mehr passieren als Corona, ist natürlich ein Denkfehler, aber die Grippeimpfung, die wirkt ja nur gegen 10% der Grippestämme. Ja? Und außerdem mit 85 oder 90, also die schlechte Nachricht ist, ihre Mutter wird irgendwann mal sterben. Das ist schrecklich und das wird wahrscheinlich sie sehr schmerzen, weil sie es erleben und dankenswerterweise hat sich unsere Gesellschaft viel gemacht. Das glaube ich Ihnen. Ich kenne Ihre Mutter nicht, das glaube ich Ihnen. Und doch wird sie sterben und ich werde auch sterben und Sie werden auch sterben, wir werden alle sterben und jeder hat seine Zeit für das Sterben. Manche Menschen am Alter, das sage ich Ihnen als Arzt, sagen irgendwann einmal, das war's jetzt. Also jetzt will ich eigentlich nicht mehr. Ich habe so starke Einschränkungen. Das war's jetzt. Ich habe einen 90-jährigen Mann, den ich sehr gern gehabt habe, der mein erster Mentor war, den habe ich das letzte Jahr seines Lebens gepflegt und war auch bei ihm. Da war ich noch nicht verheiratet, teilweise bei ihm gewohnt und der hat mir dann gesagt, so, ich will eigentlich nicht mehr. Also so, dass irgendwie hat den Hahn nicht mehr halten können und teilweise den Stuhl nicht mehr und hat sich nicht mehr gescheit bewegen können. Das ist ein blitzgescheiter Mann, ein Psychiater übrigens. Und dann hat er gesagt, ich will nicht mehr und das ist legitim. Es dürfen auch Menschen nicht mehr wollen. Und manchmal ist das Sterben ein schrecklicher Kampf, aber manchmal ist es auch wirklich was Schönes und friedlich und was in sich Stimmiges. Wissen Sie, deswegen finde ich es ein echtes Verbrechen, wenn man die Angehörigen nicht zum Sterben lässt, weil das eben auch eine ganz besondere Gemeinschaft ist, wenn man mit den Seinen dabei sein kann, wenn sie sterben. Aber das Sterben gehört zum Leben und das haben wir verlernt. Und ich glaube, die Corona-Krise kann uns helfen, dass wir panisch mit Händen und Füßen schlagen. Können wir mehr nachdenken, okay, vielleicht kann ich meinen eigenen Tod wieder mehr mich damit beschäftigen oder mehr darüber nachdenken. Nicht im Mittelalter, wo die Lebenserwartung nicht hoch war, weil es eben diese Seuchen gab, die Pest zum Beispiel und die Cholera, hat man gesagt, das Leben ist ein Ars Moriendi, also das heißt, das Leben ist es zu lernen, die Kunst zu sterben zu lernen, Ars Moriendi. Die Kunst gut zu sterben und die Kunst gut zu sterben ist eben auch so zu leben, dass man abtreten kann, wenn es an der Zeit ist und eben sich nicht mit Händen und Füßen zu wehren, wenn dann der
der Tod kommt, weil er wird kommen, er ist unausweichlich. Ja? Und diese Utopie zu sagen, wir retten jetzt Menschenleben, also die meisten Menschenleben, die wir retten bei der Corona-Krise, ist höchstwahrscheinlich, sind das die halt 2 Wochen später durch den Grippevirus hinweggerafft werden. Nicht alle, und es wird da auch ganz traurige Ausnahmen geben. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass wir eine hochgezüchtete Medizin haben, dass Menschen ohne diese Medizin schon lange nicht mehr überleben können. Wir dürfen auch nicht so tun, als wäre das eine Unterlassungssünde. Also man darf niemanden aktiv töten, aber der Virus ist ja kein Mord. Der Virus ist ja zum Teil auch eben ein Schicksal. Das darf man nicht vergessen. Ich wiederhole das, weil ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen. In der Medizin haben wir Ärzte schon lange das Dilemma, verlängern wir das Leben oder verlängern wir das Sterben. Ja, wir sollen nicht das Sterben verlängern. Das Leben sehr wohl, aber wir können das Leben nicht in infinitum verlängern. Es gibt kein ewiges Leben auf dieser Erde. Ja, das ist jetzt kein religiöses Statement. Und dieses Dilemma haben wir Mediziner von Anfang an. Ich komme aus einer Ärztefamilie und mein Vater lebt nach wie vor, wie gesagt, 75, war ein ganz toller Internist, also Facharzt für innere Medizin und auch Intensivmediziner. Und der hat mir erzählt, wie ich ein junger Medizinstudent war, von einem sehr dramatischen Fall, wo er natürlich als Kardiologe, Herzspezialist auf der Intensivstation, die hat er geleitet im AKH, hat er halt die Menschen, hat das Leben halt verlängert, was halt unser Job ist. Und ein alter Mann kam auf die Intensivstation und da kam es zum Herzstillstand und er hat ihn runtergerissen vom Bett, weil das muss man so machen, in einer harten Unterlegung auf den Boden. Wahrscheinlich macht er das heute anders, das ist schon länger her. Also hat ihn reanimiert und er hat weitergelebt. Dann 2 Tage später war dasselbe und er reißt ihn wieder runter und reanimiert ihn wieder und der ist gekommen und schaut ihn an und sagt, lassen Sie mich endlich sterben. Und mein Vater hat die Hände nach oben gerissen und war wirklich sehr betroffen und das hat ihn so betroffen gemacht, dass diese Betroffenheit ich heute noch spüre. Und dann ist der Mann gestorben in Frieden, verstehen Sie? Oder relativ im Frieden, weil er ist am Boden. Aber irgendwann einmal müssen wir auch den Kampf um ein Leben aufgeben. Das will ich mal sagen. Sie merken, es gibt auch ein zu viel an Medizin. Ja? Und das sage ich nicht, um zu sagen, wir sollen alle sterben. Unterstellen Sie mir das nicht, das sage ich überhaupt nicht. Aber ich sage, wir als Menschen in einer Wohlstandsgesellschaft, in dem es uns an nichts fehlt, müssen auch wieder neu lernen, mit der Tatsache umzugehen, dass wir sterbliche Wesen sind und uns damit zu beschäftigen, dass wir eines Tages auch sterben werden, dass wir nicht mehr da sind und dass wir uns dann überlegen, okay, wenn ich am Sterbebett liege, wie möchte ich dann, dass mein Leben gewesen ist, aber dass ich dann auch in Ruhe abtreten kann, dass ich meinen Frieden gemacht habe mit den meinen. Das Dilemma, was ich mal gelesen habe, dass durch den Coronavirus die Ärzte in eine Triage-Situation kommen, das heißt, sie entscheiden müssen, wer jetzt das Intensivbett bekommt. In dieser Situation sind Intensivärzte sehr, sehr häufig, dass sie sich überlegen müssen, okay, was ist sinnvoll und was nicht. Und da müssen wir wahrscheinlich schärfer triagieren in der Zukunft. Und dann ist das eben so. Wissen Sie, unsere Möglichkeiten, um ein Leben zu verlängern, sind einfach beschränkt. Wir sind nur Menschen, wir sind nicht Gott und wir sind keine Engel und wir sind nicht allmächtig. Wir können nicht die Leben unendlich weiterziehen. Ja? Und deswegen bitte keine Panik vor dem Virus und keine Entscheidungen treffen aus Panik, weil Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und Angst macht immer eng und macht engstirnig und macht intolerant und macht aggressiv gegenüber Menschen, die Dinge in Frage stellen. Aber wir müssen gemeinsam nachdenken und dieses Nachdenken befruchtet, also machen Sie niemanden fertig, nur weil er eine andere Meinung hat als Sie. Dankeschön. Wow, das ist bis hierhin geschafft. Ich danke dir, dass du dir die Zeit für dieses Video genommen hast. Jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung. Habe ich unsere Wette gewonnen? Wie siehst du das Ganze? Schreib mir dazu gerne einen Kommentar oder eine Mail. Ich freue mich sehr über dein Feedback. Jetzt bleibt mir zum Abschluss nur noch eins zu sagen. Habe immer den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Alles Gute, dein Sebastian.